Hallo, dies ist ein Erfahrungsbericht über eine Trifokal-Linsenimplantation mit dem Femtolaser in der Türkei. Dies stellt keine Werbung dar, sondern ist lediglich ein Bericht meiner eigenen Erfahrung. Warum habe ich mich für eine Linsentransplantation interessiert? Ich trage seit circa 13 Jahren eine Brille. Das ging los mit der Alterssichtigkeit, dass man halt nicht mehr lesen kann. Dann kam die Weitsicht auch dazu, dass es nicht mehr in Ordnung war. Dann kam die Gleitsichtbrille. Man hat mit Kontaktlinsen experimentiert, was nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat, weil entweder konnte man weit gut sehen oder nah gut sehen, aber beides schwierig, weil die da auf dem Markt, glaube ich, auch noch nicht so wirklich weit sind. Ich konnte mich also nie an die Brille richtig gewöhnen. Ständig habe ich die verlegt und gesucht und dann ist mir das erst aufgefallen, weil ich halt nichts sehen konnte. Deswegen habe ich gedacht, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen und habe mich für eine Linsentransplantation entschieden, weil ich dem halt einfach aus dem Weg gehen wollte. Auf der Suche nach Angeboten. Also ich habe mich dann erstmal im Internet schlau gemacht, wie das überhaupt vonstatten geht, wie die Operation verläuft. Auf YouTube gibt es verschiedene Videos von Ärzten, die das da intensiv beschreiben, und habe dann versucht, Firmen rauszufinden, die das anbieten, sowohl in Deutschland als auch in der Türkei, weil Türkei ein beliebtes Reiseland von uns ist und wir dort auch schon gute Erfahrungen mit der Medizintechnik gemacht haben. In Deutschland, die Angebote waren natürlich alle sehr kostenintensiv, und da ich das ja alles selber tragen musste, habe ich dann intensiver in der Türkei gesucht und bin dann auch bei verschiedenen Firmen fündig geworden, die mir dann Angebote zugesandt haben. Letztendlich habe ich mich für die Firma HDI entschieden. Warum habe ich mich für die Firma HDI entschieden? Ich habe verschiedene Angebote bekommen aus der Türkei und von HDI fühlte ich mich von vornherein eigentlich am besten betreut. Ich habe Telefonate mit dem deutschsprachigen Betreuer Cem geführt, der für das deutsche Klientel in der Firma zuständig ist. Er hat mir alle Fragen schon vorab am Telefon beantwortet und hat mich auch auf das Femtolaser-Verfahren aufmerksam gemacht, wie das vonstatten geht, und dass halt nicht mit dem Skalpell vom Operateur die eigene Linse geschnitten wird, sondern dass das der Laser übernimmt und dass das dann halt noch viel genauer ist, als jede Hand schneiden kann. Ich habe mich rundherum gut betreut gefühlt und er hat mich super aufgeklärt, und mir auch aufgezeigt, in welchem Krankenhaus die Operation stattfinden wird. Das ist das Acıbadem-Krankenhaus in Istanbul, ein sehr hochmodernes Krankenhaus. Und ja, letztendlich habe ich mich dann für die Femtolaser-Methode entschieden, weil das für mich die beste Option ist. So, in der Türkei angekommen, erzähle ich euch jetzt was zum Ablauf. Also Tim hat uns vom Flughafen abgeholt und ins Hotel gebracht, welches ein Vital-Hotel war, was wirklich neuesten Standard hat, eine super Unterkunft. Es ist da 24 Stunden rund um die Uhr ein Arzt und eine Krankenschwester zur Verfügung. Falls irgendwas sein sollte, hat man direkt jemanden vor Ort. Am nächsten Morgen hat Cem uns dann wieder abgeholt und uns in die Klinik, ins Acıbadem-Krankenhaus gefahren, zu den Voruntersuchungen, die sehr, sehr intensiv waren. Nicht nur die Augen wurden sehr intensiv untersucht mit verschiedensten Geräten, sondern auch es wurde ein großes Blutbild gemacht. Es wurde nochmal ein Covid-19-Test gemacht, obwohl ich doppelt geimpft bin. Es wurde ein EKG gemacht und ein ausführliches Gespräch mit dem Anästhesisten geführt. Ich habe mich dort auch rundherum gut betreut gefühlt und Cem hat mir alles super übersetzt und mir sehr dabei geholfen. Er war immer an meiner Seite und hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Dann ist am Dienstag das erste Auge operiert worden. Natürlich war man ein bisschen aufgeregt, man weiß ja nicht, was auf einen zukommt, aber auch dort im Krankenhaus super Betreuung. Cem war die ganze Zeit dabei, er war sogar bei der OP dabei und hat mir mehr oder weniger Händchen gehalten.
hat mir auch alles übersetzt, was der Arzt während der OP gesprochen hat. Und ja, das ist alles super verlaufen. Und nach einer Viertelstunde war das Schlimmste schon vorbei. Dann wurde man noch ein bisschen wach und dann konnte ich schon wieder nach Hause gehen. Und dann hat Tim uns wieder ins Hotel gefahren und den Rest des Tages haben wir dann im Hotel verbracht und ausgeruht. Am Mittwochmorgen wurde dann, hat Tim uns wieder abgeholt, ins Krankenhaus gefahren. Und dann hat der Doktor die Nachuntersuchung von dem operierten Auge gemacht. Das wurde am Tag zuvor zugeklebt, das musste dann in einen Tag zubleiben. Mittwochs wurde dann das Pflaster abgemacht und ich konnte sofort auf dem Auge gut sehen. Das war schon mal ein toller Erfolg. Donnerstags ist dann das zweite Auge gemacht worden. Wir hatten dann den Mittwochnachmittag zur freien Verfügung. Donnerstags ist das zweite Auge gemacht worden und es war eigentlich schon Routine. Ich wusste ja jetzt, was auf mich zukommt. Es war genau wie beim ersten Auge, nur dass ich nicht mehr so aufgeregt war. Das gleiche in grün, das Auge wurde zugeklebt und am Freitagmorgen dann wieder in die Klinik und das wurde dann nochmal alles kontrolliert und die Dioptrienwerte wurden kontrolliert, das war alles super. Und ja, damit wurde ich dann nach Hause entlassen. Und auch zum Flughafen hat Cem uns wieder begleitet. So, das Fazit nach einer Woche, die ich wieder zu Hause bin. Also ich muss selbstverständlich noch fleißig tropfen. Die erste Woche 4-mal am Tag, zweite und dritte Woche 3-mal am Tag, letzte Woche 2-mal am Tag. Das stellt aber überhaupt gar kein Problem dar. Die Qualität des Sehens ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich konnte also direkt super lesen, die Lesequalität war einmalig. Die Weitsicht ist noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das Gehirn muss sich daran gewöhnen. Das wurde mir auch gesagt, das dauert 2 bis 3 Wochen, was ich auch glaube. Also eigentlich wird die Weitsicht jetzt jeden Tag ein Stückchen besser. Die Frage, würde ich das wieder tun? Ja, auf jeden Fall. Besonders noch zu erwähnen ist, dass ich mich die ganze Zeit super betreut gefühlt habe von der Firma HDI, besonders von Cem. Zu den Kosten würde ich auch gerne noch was sagen. Also hier in Deutschland ist die OP sehr teuer. Der Preis in der Türkei ist nicht mal die Hälfte wie der Kurs hier in Deutschland. Wobei zu beachten ist, dass in dem Preis der Türkei auch eine Woche Hotelaufenthalt plus Partner inkludiert ist. Ja, die Frage, würde ich es wieder machen? Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr Fragen an mich habt, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Die Nummer ist unten eingeblendet.